Ab und an kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, hey Marcel, kannst du mal meine Webseite updaten, vor allem wenn es um WordPress geht. Und dann kommt der ein oder andere Überraschungseffekt, wo ich immer wieder sage, Leute, mit eurer Webseite, das wird nicht so ganz einfach. Auf was ihr unbedingt zu achten habt, wenn ihr eine WordPress-Webseite habt, vor allem was Updates angeht, das zeige ich euch in diesem Video. Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Channel. Tatsächlich ist dieses Problem nicht ganz unüblich, dass viele unterschätzen, Updates auf WordPress zu machen. Naja, ist ja super einfach. Das Problem ist dabei tatsächlich, dass man gewisse Abhängigkeiten hat. Wenn man die nicht beachtet, dann steigen die Kosten riesig und der Aufwand wird auch immens hoch. Und damit euch das Ganze nicht passiert, zeige ich euch mal, auf was ihr zu achten habt. Bevor wir allerdings anfangen, auf die kleinen Punkte einzugehen, zeige ich euch mal ganz kurz die Grundstruktur von WordPress, damit ihr einfach versteht, auf was ihr später zu achten habt. Wenn wir eine WordPress-Webseite haben, haben wir gewisse Komponenten dabei, auf die wir ganz kurz mal einzeln eingehen. Und zwar haben wir die WordPress-Webseite an sich, dann haben wir die Plugins, die dafür zuständig sind, dass wir gewisse Zusatzfunktionen haben. Und wir haben die sogenannten Themes, die wichtig sind für das Design, also das Look and Feel auf eurer Webseite. So, jetzt sehen wir es hier schon relativ gut in dem Schaubild, dass wir einfach 3 Komponenten haben, die wir eigentlich immer aktuell halten müssen. Klingt ja an sich gar nicht mal so schwierig, gell? Fangen wir doch gerade mal mit der Grundstruktur der Webseite an, und zwar mit den sogenannten Themes. Wie gesagt, die Themes sind dafür verantwortlich, wie eure Webseite strukturell aufgebaut ist, wie das Look und Feel ist, also das, was ihr seht, wie die einzelnen Elemente eingefärbt sind und desgleichen. Wenn wir einmal bei den WordPress-Themes gucken, dann sehen wir da wirklich Tonnen an Themes, die wir dafür verwenden können für unterschiedlichste Designs. Das, was ihr allerdings hier seht, sind vor allem auch Themes, die von WordPress aktiv oder beziehungsweise von den Entwicklern von WordPress aktiv entwickelt werden. Wenn dir das Video bisher soweit gefallen hat oder du einen kleinen Aha-Moment hattest, dann lass doch gerne mal einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und auf jeden Fall ein Abo, dann verpasst ihr auch nicht die neuen Videos. Das Pendant dazu sind natürlich auch Third-Party-Themes, die ihr verwenden könnt. Das heißt beispielsweise auf einer Webseite wie Envato könnt ihr da auch mal drauf schauen. Da gibt es auch wieder Tonnen an Themes, die ihr verwenden könnt, die tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut aussehen und durchaus zu gebrauchen sind. Allerdings gibt es jetzt dabei ein Häkchen. Und zwar gibt es tatsächlich oft die Frage, was ist denn eigentlich mit den Updates? Und das ist oft ein Thema und deswegen kommen wir schon zum Thema Nummer 1, Themes Updates. Wenn ihr die als Third-Party-Themes herunterladet, beispielsweise über Envato, diese Plattform beispielsweise, dann habt ihr immer das Thema, dass ihr teilweise dafür Lizenzgebühren zahlt. In der Regel ist das Theme für ungefähr ein Jahr gültig und dann müsst ihr einfach eine neue Version bezahlen. Das vergessen viele. Und dabei ist einfach das Problem, wenn das Theme nicht geupdatet wird, dann wird es irgendwann mal so alt, dass es teilweise nicht mehr unterstützt wird und mit der Zusammenarbeit der anderen Plugins dann gar nicht mehr funktioniert. Und genau diesen Fall hatte ich tatsächlich vor kurzem. Die Webseite war aktuell, okay, zugegebenermaßen, die Plugins musste ich aktualisieren und die Webseite. Aber dann dachte ich eigentlich, es passt soweit alles. Und dann habe ich mal genauer nachgeguckt. Sobald ich irgendwas editiert habe, sind dann immer Fehler aufgepoppt. Ich konnte gar nichts mehr editieren und dann dachte ich mir so, ist ein bisschen komisch, da ist irgendwas tiefgreifenderes. Was ihr jetzt hier beispielsweise seht, sind einfach Verbindungen zwischen dem Theme und zusätzlichen Plugins. Das heißt, wenn wir unser Schaubild nochmal angucken, haben wir hier eine Abhängigkeit teilweise. Wenn ihr das nicht beachtet, dann habt ihr wirklich das Problem, dass irgendwann mal eure Webseite nicht funktioniert. Es kommt immer auf das Theme drauf an. Deswegen schaut hier einfach mal genauer hin oder fragt den Experten, der hier genauer hinschauen soll, welche Abhängigkeiten auch das Theme zu anderen Plugins hat. In unserem Fall, wie in diesem Beispiel, hatten wir die Abhängigkeit zu WP Bakery. Das ist ein Editor, den ihr verwenden könnt, damit ihr einfach klickibunti mal kurz eure Webseite zusammenbauen könnt. Aber das war ein Detail, das habe ich tatsächlich übersehen und auch der Webseitenbesitzer. Und deswegen
waren einige Stunden notwendig, um das wirklich wieder rauszukriegen. Wenn du Probleme mit deiner WordPress-Webseite hast oder vielleicht sogar jemanden kennst, der Probleme hat, schreibt uns gerne an. Wir schauen uns auf jeden Fall mal die Webseite an und dann können wir mal ins Detail richtig schön reingraben, was denn das Problem ist, um das Ganze auch wieder gerade zu biegen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar die Plugins. Was ist denn bei den Plugins im Generellen eigentlich zu beachten? Der Punkt, was viele vergessen, sind die Lizenzen. Es gibt gewisse Pro- und Free-Varianten, wobei die Free-Varianten in der Regel beschränkt sind. Wenn ihr jetzt euch eine Pro-Variante kauft, dann ist in der Regel tatsächlich das Thema, dass ihr diese Lizenz für ein Jahr kauft. Bedeutet, ihr müsst danach nicht die Lizenz erneuern. Das Problem, das dabei allerdings entsteht, ist, dass ihr zum einen keinen Support mehr habt und zum anderen auch keine Updates mehr zur Verfügung habt. Das heißt, auch hier bleibt das Plugin einfach auf dem gleichen Stand. Das funktioniert in der Regel auch eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann updatet sich dann mal WordPress und dann funktioniert auf der Webseite gar nichts mehr und dann habt ihr wirklich das Problem, dass ihr ins Backend gehen müsst, also wirklich auf dem Webserver teilweise die einzelnen Plugins deaktivieren müsst, damit ihr da wieder eine lauffähige Webseite hinbekommt. Was auch bei den Plugins natürlich zu beachten ist, sind vor allem die Abhängigkeiten. Teilweise gibt es zwischen den Plugins Abhängigkeiten, teilweise natürlich auch zu dem Theme selber oder auch zu WordPress selber, dass gewisse Plugin-Versionen nur mit gewissen WordPress-Versionen übereinstimmen können. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt, WordPress an sich. Durch das, dass sehr, sehr viele WordPress verwenden, ist natürlich auch das Risiko für entsprechende Hackerangriffe groß. Das heißt, da solltet ihr natürlich auch immer up-to-date bleiben. Und wie ihr seht, das ist wie so ein Dreieck, auf das ihr zu achten habt. Aktuelle WordPress-Version, aktuelle Plugin-Version, aktuelle Themes-Version. Das kann natürlich in gewisser Weise variieren, aber irgendwann habt ihr das Problem, wenn ihr euch gar nicht drum kümmert, dass ihr riesige Aufwände bekommt. Dass es dann wirklich daran ist, stundenlang Fehler zu suchen, damit die Website überhaupt wieder läuft. Und das will wirklich kein Mensch. Deswegen natürlich auch hier darauf achten, dass ihr vor allem die Sicherheitsupdates und die normalen Updates installiert habt. Und für die Leute, die die Webseite selber hosten, natürlich auch darauf achten, dass der Webserver aktuell ist und auch die Datenbank. Die Leute, die beispielsweise bei Ionos oder Cloudflare die Webseite haben, die müssen sich in der Regel gar nicht drum kümmern, weil das in diesem Paket mit drin ist, dass sich die Provider drum kümmern, dass die Systeme in der Regel aktuell bleiben. Bedeutet für euch, ganz kurz zusammengefasst, wenn ihr jemanden habt, der sich um eure Webseite kümmert oder ihr euch sogar selber drum kümmert, dann achtet unbedingt auf diese 3 Punkte. Schaut gerne am Anfang mal ein bisschen genauer hin, guckt euch die Lizenzkosten an, schreibt euch Reminder, wann ihr die Lizenzen beispielsweise erneuern müsst. Schaut auch nach gewissen Abhängigkeiten. Weil wie gesagt, wenn ihr darauf nicht achtet, dann wird der Aufwand tatsächlich echt groß, das Ganze wieder gerade zu biegen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Ich denke, ihr habt hoffentlich auch verstanden, dass eine WordPress-Webseite nicht einfach eine Webseite ist, die ihr mal hinklatscht und damit war es das, sondern es muss natürlich kontinuierlich dran gearbeitet werden. Wenn für euch das Video hilfreich war, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, was euch gut gefallen hat und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Abo von euch.